Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teile-Kanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant, damit Sie sehr vorsichtig damit sind. Neulich habe ich ein Video über den Bolzen der Spannrolle gemacht, ein 2000er Motor TDI. Es war ein BKD-Motor. Der BKP hat auch diesen Bolzen und einige andere. Ich lasse Ihnen den Link, damit Sie sehen können, wie er gebogen wurde. Es ist nicht sehr häufig, aber manchmal passiert es. Deshalb sag immer den Stehbolzen. Den musst du immer wechseln. Du musst den Verteilersatz kaufen, der das bringt. Hier aber haben wir einen 2000 HDI Motor aus einem Citroën-Wahn. Und hier ist das Problem, seht euch an, da, wir ziehen die Spannrolle heraus und Sie sehen, dass sie sich unregelmäßig dreht. Das bedeutet, dass dort eine Schraube ist, die auch verbogen ist, aber hier ist das Problem natürlich, dass die verbogene Schraube eine Trennschraube ist. Diese Schraube wird theoretisch nie geändert und sie wird nicht mit der Kit-Distribution geliefert. Hier, wie gesagt, dort können Sie CL sehen. Erst die verbogene Schraube, okay, diese verbogene Schraube lässt sich nicht zurückstecken. Die ist am Block befestigt, die ist am Block angeschraubt und die Schraube, die Sie links sehen, ist an dieser Distanzschraube angeschraubt, okay? Hier, wie gesagt, die Person, die die Verteilung vorgenommen hat, hat einen Fehler gemacht. Und das ist es, sehen Sie? Hier setzen wir die andere Schraube richtig ein. Diese ist in gutem Zustand und es hat lange gedauert, bis wir sie bekommen haben. Übrigens, schau mal, dort haben wir es installiert. Das Problem ist, dass sich diese Schraube beim Entfernen der anderen Schraube von der Riemenscheibe vom Block lösen kann und es ausreicht, ein paar Millimeter zu trennen, um dies zu tun. Es kann vorkommen, dass sich die Trennschraube aus diesem Grund immer verbiegt. Wenn Sie bei diesen Motoren beim Timing prüfen, ob die Schraube fest am Block anliegt, wie ich sage, manchmal, wenn Sie die andere Schraube entfernen, die andere Schraube, dies Distanzbolzen, kann ein bisschen herauskommen. Es schraubt sich ein bisschen und gewaltig mit diesem Bit, damit wie Graben oder hier sind ein paar Millimeter Abstand und diese Schraube verbiegt sich und der Verteiler des Automotors kann brechen. Bei dieser Distanzschraube muss man immer aufpassen. Was wir normalerweise tun, wenn wir die Verteiler machen, ist zu entfernen. Auch diese Schraube, wir reinigen sie gut, wir bringen einen Kleber darauf, sei es Noral oder einen anderen Kleber, und wir passen sie gut an, und so gibt es dieses Problem nicht mehr, okay? Denn wie gesagt, diese Schrauben tun es nicht. Sie ändern sich nie, weil sie mit keinem Timing-Kit geliefert werden. Diese Schraube soll so lange halten wie der Motorblock. Nun, hier überlasse ich Ihnen dieses kurze Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.